Stell dir vor, du schließt in Deutschland die Augen und wachst plötzlich als Baby in Japan wieder auf. Mein erster Schock? Wo ist mein eigenes Zimmer? In Deutschland lernen wir von klein auf Eigenständigkeit und schlafen im eigenen Bett. Aber hier? Ich schlafe eingequetscht zwischen Mama und Papa auf dem Boden. Japaner nennen das Kawanoi, weil die 3 Körper wie das Schriftzeichen für Fluss aussehen. Kuschelig, aber gewöhnungsbedürftig für eine deutsche Seele. Ein paar Jahre später, der nächste Kulturschock, Grundschüler. Ohne Eltern, ohne Elterntaxi. Kleine Erstklässler laufen mit ihren riesigen Randosero-Rucksäcken völlig allein durch die Megacity Tokio. Und in der Schule? Keine Reinigungsfirma. Die Kinder putzen ihre Klassenzimmer selbst. Das mag für uns riskant oder streng wirken. Doch dahinter steckt eine tiefere Philosophie. Während Deutschland die individuelle Unabhängigkeit fördert, lehrt das japanische Schulsystem von Anfang an gemeinschaftliche Verantwortung und Harmonie. Die Stadt ist sicher genug, weil die gesamte Gesellschaft auf die Kinder aufpasst. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ich bin an der Universität und stehe vor dem skurrilsten Phänomen Japans. Shukatsu, die Jobsuche. Plötzlich verwandeln sich alle Studenten in Klone. Schwarzer Anzug, weiße Bluse, die gleiche Frisur. Als Deutscher sucht man eine Stellenbeschreibung, Jobdeskription, die zu den eigenen Fähigkeiten passt. Aber in Japan? Man bewirbt sich als Sogoshoku, ein Generalist ohne spezifische Aufgaben. Die Firmen kaufen kein fertiges Fachwissen, sondern Potenzial. Für das deutsche Auge, das auf das Meistersystem und frühe Spezialisierung getrimmt ist, wirkt das wie pure Effizienzverschwendung. Warum investiert man Jahre in das Studium, um dann in einer Firma von Null anzufangen? Der Grund liegt in der Definition eines Unternehmens. In Deutschland ist die Firma ein Ort, an dem man seine Fachkraft gegen Geld tauscht. In Japan hingegen ist das Unternehmen traditionell eine Lebensgemeinschaft. Man wird nicht für einen bestimmten Job eingestellt, sondern als neues Familienmitglied aufgenommen, das intern über Jahrzehnte hinweg ausgebildet wird. Ein System, das immense Loyalität und Arbeitsplatzsicherheit schafft, aber auch den Einzelnen stark an die Firma bindet. Willkommen im japanischen Berufsleben. Es ist 17 Uhr. Mein deutscher Instinkt sagt, Feierabend. Zeit für Bier und Freizeit. Aber hier? Niemand bewegt sich. Es ist, als gäbe es ein ungeschriebenes Gesetz, dass der Erste, der geht, das Team im Stich lässt. Und die Meetings? Stundenlanges Schweigen. Niemand argumentiert, niemand sagt direkt seine Meinung. Ich dachte mir, was für eine reine Zeitverschwendung. Doch am Abend passiert das Wunder. Wir gehen in eine Izakaya-Bar. Beim Nomikai, Trinkgelage, fließt das Bier und plötzlich explodiert die Wahrheit. Hier, beim informellen Austausch, werden die echten Entscheidungen getroffen. Japaner nennen das Nemawashi, das Vorbereiten der Wurzeln, bevor man eine Pflanze umtopft. Für uns Deutsche, die pure Effizienz und klare Logik lieben, wirkt das paradox. Ein deutscher Manager stoppt die Maschine für 10 Minuten, um alles perfekt vorzubereiten, damit danach 130% Leistung erbracht werden kann, wie bei einem Boxenstopp in der Formel 1. In Japan hingegen liegt die Priorität nicht auf der individuellen, schnellen Entscheidung, sondern auf der kollektiven Harmonie, wa. Der Prozess der Konsensfindung dauert quälend lang, weil jeder im Team mitgenommen werden muss. Niemand soll das Gesicht verlieren. Das mag die kurzfristige Produktivität senken, weshalb eine 38-Stunden-Woche in Deutschland oft effektiver ist als eine 60-Stunden-Woche in Japan. Aber, wenn die Entscheidung einmal steht, zieht das gesamte Team in perfekter Synchronisation und ohne internen Widerstand an einem Strang. Es ist kein System der logischen Schnelligkeit, sondern der kollektiven Stärke. Die Jahrzehnte vergehen. Mein Haar wird grau, das hektische Berufsleben liegt hinter mir. Ich betrachte mein Leben in diesem Land,
das mir anfangs so fremd war. Und plötzlich spüre ich eine tiefe, unerwartete Ruhe. Japan ist das Land mit der höchsten Lebenserwartung der Welt. Und als Senior verstehe ich endlich, warum. Es ist nicht nur die Medizin oder das Essen. Es ist das feine Netz aus Sicherheit, Respekt und Omotenashi, der tiefen Achtsamkeit für den Nächsten. Die Züge kommen auf die Sekunde genau. Die Straßen sind sicher. Und ältere Menschen werden nicht isoliert, sondern bleiben Teil der Gemeinschaft. Als Deutscher habe ich gelernt, unsere Kulturen sind wie zwei entgegengesetzte Pole. Deutschland baut auf Logik, individuelle Freiheit und rationale Effizienz. Japan baut auf Harmonie, kollektive Verantwortung und emotionale Ästhetik. Es sind zwei völlig verschiedene Antworten auf die Frage, wie eine funktionierende Gesellschaft und ein gutes Leben aussehen. Vielleicht ist es genau diese Faszination für das andere, die Japan seit Generationen den Blick nach Deutschland richten ließ, voller Bewunderung und dem ständigen Wunsch, von ihnen zu lernen. Denn oft lohnt es sich, über den Tellerrand zu blicken, um gerade in der Kultur des anderen das zu finden, was uns im eigenen Alltag fehlt.